Servus, grüßt euch miteinander. Ich bin der Alex vom Pomadeshop und ich review für euch heute wieder eine feste Pomade. Und zwar eine, die gefordert wurde von euch. Ich bin natürlich in unserem Showroom in Ottobrunn vom Pomadeshop. Und ja, wie immer geht es bei mir um eine feste Pomade und wurde ja ein paar Mal gefordert. Und zwar die Moods Strong Grease Strong nennt die sich. Muss ich persönlich sagen, ich habe die schon mal angetestet. Das ist so gar nicht mein Favorit, muss ich leider damit dazu sagen. Schauen wir mal, wie es heute funktioniert. Sehen wir dann. An sich cooles Design, wie ich finde. Schöne Dosen, wo Moods macht, angelehnt an die 920er Porsche. Riesen Porsche-Fan, der Macher von Moods, die kommen aus der Schweiz. Das sind, denke ich, so die ersten in der Schweiz produzierten Pomaden, die es auch gibt. Oder wie ihr seht, in dem Fall auch dann das Herbie ein toller Käfer-Design, finde ich wirklich witzig, schön gemacht. Ja, cool gemachte Dose. Von den Inhaltsstoffen sage ich gleich, die ist nicht keine klassische ölbasierte Pomade, muss man sagen. Also die ist schon auf Vaseline und Bienenwachsbasis, aber dann kommen eigentlich nur ja, Inhaltsstoffe, wie man es bei einer wasserbasierten Pomade eigentlich gewohnt wäre. Und dementsprechend, ja, vielleicht so in Richtung der Schmiere von den Inhaltsstoffen. Also so halb natürlich, halb chemisch. Und Kokosnussöl ist zumindest für die Pflege drin. Aber ja, ich schmier die mal, schauen wir uns mal an, wie die sich so verhält. Man sieht, die ist so ein ja, grau, hat eine relativ eigene Textur. Das ist so eine ja, ein bisschen klebrige Masse. Also es erinnert tatsächlich eher an eine wasserbasierte Pomade als eben an eine bienenwachsige Pomade. Und der Duft ist sehr modern, so ein bisschen modernes Duschgel, aber super schwach. Also wenn ihr eine Pomade mit wenig Duft mögt, denke ich, seid ihr bei der nicht so falsch aufgehoben. Schauen wir mal vom Rausholen. Ja, also so eine klebrig-wachsige Konsistenz hat sie schon, aber wie gesagt eher, ja, für mich vom Verhalten fast wie eine wasserbasierte. Schauen wir mal vom Verreiben. Ja, also da merkt man auf jeden Fall, das ist eine Stronghold-Pomade, also wirklich sehr klebrig zwischen den Händen zu verreiben und wird auch sehr ölig zwischen den Händen, was einen wundert, weil es ja eigentlich nur Kokosnussöl drin ist. Schauen wir mal, wie sich das Ganze verteilen lässt. Ja, ganz schöner Widerstand. Also ich habe jetzt auch leicht nasse Haare. Da ist die relativ zäh zum Einarbeiten, muss man sagen. Also das ist wirklich Stronghold eine Ansage. Schauen wir mal den ersten Finger drinnen in den Haaren. Nehmen wir noch mal einmal nach. Ich habe natürlich Reste vom Vortag drin, wie ihr es wahrscheinlich bei einer festen ölbasierten Pomade gewohnt seid. Also zum Thema Build-Up, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was in meinen Haaren. Deswegen brauche ich jetzt nicht die Megamenge. Oh, das ist aber wirklich schwierig, also geht eigentlich fast noch schwieriger als eine Murray Superior in den nassen Haaren. Ich denke, dass die wahrscheinlich vom Handling her angenehmer ist in trockenen Haaren. Ich denke, sollte die wirklich in trockenen Haaren verwenden. Jetzt in den nassen ist das schon sehr klebrig. So, haben wir einen zweiten Finger drin. Kurz die Finger sauber und dann schauen wir mal, wie sich das kämmen lässt. Oh ja, ordentlich Widerstand. Also das ist wirklich ja, schon fast im super Stronghold-Bereich, würde ich sagen. Also auch echt anspruchsvoll. Schauen wir mal, ob die dann auch so viel Höhe bietet, wie fest sie ist. Ja, aber das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Vom Hochziehen hält auch sofort, wie man es gerne hätte. Schauen wir mal. Alles auch schön sauber und akribisch hinbekommen, wie ich es ja meistens gerne habe. Ja, und da fangen so ein bisschen die Probleme bei mir an, weil es ist so ein, ja, nicht ganz so ein Pomadegefühl in den Haaren, sondern es ist so ein bisschen strähniger. Also es geht ja wirklich so ein bisschen Richtung wasserbasiert, wie ich finde. Das ist einfach sehr eigen und damit hatte ich schon bei meinem ersten Test so ein bisschen Probleme mit dieser Pomade. Dass die Haare nicht so weich und nicht so beweglich sind und ich nicht alles sofort so hinbekomme, wie ich möchte. Dazu noch diese extreme Klebrigkeit, was dann aber nicht sofort auf den Haaren hält. Also wie gesagt, im nassen Zustand denke ich, schwieriges Produkt. Ich kämme jetzt mal eine Weile vor mich her und schaue mal, ob ich damit was hinbekomme, weil, wie gesagt, die Probleme hatte ich schon mal beim ersten Test mit dem Produkt. So, ja, ich habe jetzt mal eine Weile vor mir hingekämmt mal wieder. Ja, also mir ging es wirklich wie beim ersten Test. Es ist
fast das Gefühl einer wasserbasierten, die schon leicht ausgehärtet ist in euren Haaren. Also wozu die wahrscheinlich super funktioniert, ist, eure Haare kerzengerade zu ziehen. Also wenn ihr jetzt nicht so lange Haare habt wie ich, sondern die einfach straight nach oben stellen wollt, ich denke, dafür funktioniert die wirklich perfekt. Aber sobald ihr längere Haare habt und die versucht nach hinten hin ein bisschen akribisch oder sauber zu legen, sehr, sehr schwierig. Also ich denke, für kurze bis mittlere Haare Bombenhalt, und da kriegt ihr auch, egal ob ihr Wellen, Locken, widerspenstige Haare habt, alles in den Griff. Aber es ist eine sehr eigene Konsistenz und wie gesagt, vom Durchkämmen auch so dieses Gefühl, das ist eine trockene, wasserbasierte in den Haaren, sehr, sehr eigen. Was man aber tatsächlich sagen muss, für einen Stronghold ist der super Glanz. Also obwohl nur Kokosnussöl drin ist, sorgen da eventuell die chemischen Inhaltsstoffe für viel Glanz, weil ich kenne eigentlich keine Stronghold, die so einen öligen Glanz verursacht. Also das ist so, was die kann. Die Pomade bekommt ihr natürlich bei uns im Pomadeshop oder auch direkt über Mood selber aus der Schweiz. Wobei, da müsst ihr natürlich schauen, aus der Schweiz bestellen. Nicht ganz so einfach wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht. Ja, ansonsten lasst uns einen Daumen, ein Like da, wenn euch das Review wieder gefallen hat. Und kommentiert fleißig drunter, was ihr noch sehen wollt. Die war ja doch ein bisschen gefordert. Ja, bis bald mal wieder. Der Alex. Servus.